Also, zieht euch einfach eine Linie. Ich schaue mal, ob ich hier einigermaßen in der Mitte bin mit dem Blatt und lege jetzt hier los. Also, ich ziehe eine Linie, die wir Horizontlinie nennen. Wir schaffen uns ein Konstrukt, in dem wir arbeiten. Ich schreibe hier zu Verständnis Horizontlinie ran. Ich lege mir jetzt hier eine Lichtquelle fest. Nennen wir sie mal Sonne. So, oh, guckt so ein bisschen, die Lippen sind ein bisschen dick geworden. So, nennen wir diese mal Sonne. Also wir haben unser Konstrukt geschaffen, wir haben unsere Lichtquelle geschaffen. Wir zeichnen uns jetzt hier erstmal eine Quaderform ein, und zwar unterhalb der Horizontlinie, also mit einer Draufsicht. Ja, so. 1. Ich überlege gerade, lege ich jetzt Fluchtpunkte fest? Na, können wir ja mal machen. Okay, also wir gehen mal in diese Richtung. 1, 2. Ja, zeichnen uns hier die Seite ein des Würfels und gehen in diese Richtung und zeichnen uns hier, da ich das Blatt jetzt nicht drehen möchte oder meinen Arm hier verschränken möchte, nehme ich mal ein Lineal für die Seite und wir gehen mit der linken Seite auch 2 Linien zur Horizontlinie auf einen Fluchtpunkt. Okay, so, das mache ich mal ein bisschen sauberer hier. Legen hier auch einfach diese Form fest. Das machen wir jetzt ein bisschen frei. Ja, wir wollen jetzt nicht diesen genauen Würfel abzeichnen. So, wir haben praktisch rechts und links die Seite eines Würfels und legen jetzt noch die oberen Seiten fest, die Draufsicht. Gehen von hier zum Fluchtpunkt, Linie 1 und gehen hier zum Fluchtpunkt, Linie 2. So, jetzt haben wir hier eine Draufsicht. Ja? Und von diesem Strahl gehen wir über die Eckpunkte des Würfels. Auch dafür werde ich jetzt ein Lineal nehmen, damit es für euch genauer wird. Ja, also, über diesen Eckpunkt, über diese 3 Eckpunkte gehen wir. So. Seht ihr? Alles klar, diese 3 Eckpunkte sind irgendwie markant für die ganze Geschichte. So. Wenn wir jetzt haben wir die 3 Seiten, wo der Schatten hinfällt. Ja, die Sonne steht oben und die Horizontlinie. Jetzt ziehen wir ein Lot runter, den zweiten Punkt an, der praktisch die Höhe der Horizontlinie festlegt und verbinden sozusagen Ecke mit Ecke. Was wollen wir jetzt erreichen? Wir wollen die Länge des Schattens zeichnen, also konstruieren. Erstmal. Später kann man das frei zeichnen zum Verständnis. Es ist gut, wenn man es wirklich erstmal konstruiert. So, und hier gehen wir jetzt durch die gleiche Ecke durch. Ich mache mal hier 1, Schnittpunkt 1, Schnittpunkt 2, Schnittpunkt 3. So, wir gehen jetzt hier durch und treffen auf halt diese Linie. Haben wir einen Punkt. Ja, also diese Kante bei dieser Höhe der Sonne wirft den Schatten so lang. Ja, fast die Würfelhöhe, kann man sagen. Das Gleiche, ich zeichne euch mal noch hier, dass das verständlicher wird. Die dritte Dimension ein. Das Gleiche machen wir mit der Kante. Ja? Ich schreibe mal jetzt hier, das ist 3, wie soll ich das jetzt machen? 3a. Ist vielleicht ganz gut. So, und jetzt gehen wir hier durch diese Kante und kommen hier raus. So ungefähr. Ja? Muss nicht hundertprozentig sein. Das ist 2a. Und wir gehen, hier ist die Bezugskante, hier ist der Punkt runter. Diese Kante müssen wir abbilden und haben jetzt hier 1a. Okay? So, wie kriegen wir jetzt den Schatten hin? Wir haben 3 Bezugspunkte uns gezeichnet und verbinden diese Bezugspunkte jetzt. Also 1a mit 2a, 2a mit 3a. Und hier gehen wir runter zu dem Würfel. So, machen wir eine kurze Rundschau hier. Neudeutsch heißt es ja Roomtour. Und da könnt ihr mal gucken, hier, wer daran Interesse hat. Genau, was machst du beruflich? Hier,
Bleistiftzeichnung meines Adlers. Da ist der große Bartkauz. Hier ein mächtiger Baum. Ja. Und hier sitze ich jetzt gerade in meinem Atelier und zeichne mit euch. So, dann habt ihr mal so einen Eindruck, was ich so mache. Hier ist noch die große, richtig schöne, auch spiegelt sehr stark, große Eule. Da ist noch ein Adler. Werden wir jetzt einfach mal ein bisschen kenntlicher machen. Und ihr werdet jetzt sehen, wenn ich das zeichne, dass das Objekt immer mehr 3D-Wirkung bekommt. Also als wenn es tatsächlich auf dem Papier steht. Ja. Wenn man sich so einen Schatten anguckt, das zeige ich ja in den großen Zeichenkursen, ja, wo ich dann so ungefähr das vorführe alles. Ihr seht ja, wie sich der Schatten verhält. Und ihr seht auch, dass der Schatten hier im Kern dunkler ist als hier hinten. Ja, das hängt natürlich von vielen Faktoren ab, aber im Allgemeinen kann man es erstmal so annehmen, dass man damit arbeiten kann. Also, das heißt, der ist hier ein wenig dunkler und wird nach hinten heller. Warum? Weil wieder hinten mehr Licht dran kommt. Ja, aber hier ist er am dunkelsten. So, natürlich kriegt die Seite Licht. So, die Seite bekommt Licht, die Oberkante des Würfels bekommt Licht. Rechts und links natürlich nicht. Und das schraffieren wir jetzt einfach. Machen wir einfach dunkel. Dadurch, dass diese Flächen also ungefähr die gleiche Neigung vom Licht haben, also von der Lichtquelle haben, damit meine ich gleichzeitig zu sehen sind, ja, und die Lichtquelle genau von oben kommt, von vorne, sind die ungefähr gleich dunkel. Ja, wenn es anders gedreht ist, verhält sich das anders, das sehen wir noch. So, zeichnen aber trotzdem die eine heller und die andere ein bisschen dunkler, damit wir hier wirklich einen Unterschied sehen. Ich betone die Kanten nochmal. So, und schon haben wir hier erstmal ein Objekt konstruiert mit Licht und Schatten. Bisschen dunkler noch. So ist gut. Hier ist es ein bisschen dunkler als hier, weil es weiter vom Licht abgewandt ist. So, also mache ich es hier etwas dunkler, damit es verständlicher wird. So. So, seht ihr? Jetzt haben wir den Schatten einmal links konstruiert bei einem Würfel, rechts konstruiert bei einem Quader.